Was fasziniert uns an ihm? Was hat ihn zu der Person gemacht, die er heute ist? Was bewegt Menschen dazu, ihn zu hassen, ihn zu besuchen? Metal-Leute und willkommen. Dies ist die Geschichte des Drachenlord. Am 1. Januar 2018 streamte Rainer kurz auf Twitch. Am 4. Januar war er, wie gewohnt, im YouNow-Stream und erklärte, nicht mit YouTube aufzuhören. Ich dachte, du hörst auf. Hä, wieso? Dann macht weiter. Klar mache ich weiter. Habt ihr mein Video nicht verstanden gehabt, oder was? Am 6. Januar erklärte er im Stream, dieses Jahr abnehmen zu wollen. Am 8. Januar postete Rainer ein Bild von sich mit einer Katzhunde am Arm auf Instagram. Am 10. Januar behauptete er auf dem Teamspeak-Server, gelegentlich Motorrad zu fahren und ein Motorrad zu haben. Im YouNow-Stream erklärte er, von seiner Arbeit müde zu sein. Am 11. Januar erschien das Video Vorstellung und Neuanfang. Neben den üblichen Beschwerden über die Hater sprach Rainer darin auch wieder einmal die Haut und deren Status als Organ an. Also, ich wurde einst einmal gefragt, ist die Haut ein Organ? Und ich muss ganz ehrlich sagen, meiner Meinung nach oder meiner Ansicht nach ist sie keine. Sage ich nach wie vor. Nach 100.000 Jahren werde ich es immer noch sagen. Aber aus dem medizinischen Aspekt, also die Medizin sagt, ja, was man in der Medizin lernt, ist die Haut ein Organ. Die Haut wird wirklich als Organ in der Medizin gehandelt, also gehandhabt. Ja, das wissen aber sehr, sehr viele tatsächlich nicht. Also, mich immer als Idioten hinstellen oder immer wieder die gleiche Frage stellen, ist die Haut ein Organ? Aus medizinischer Sicht ja, aus privater Sicht nein. Ich sehe das nicht als Organ, weil Organe sind etwas, das innen liegt, beziehungsweise man könnte sagen lebenswichtig sind, obwohl auch die Haut lebenswichtig ist. Wenn man nämlich, ich glaube 75% der Haut nicht mehr hat, wird man permanent krank oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Aber trotzdem sehe ich die einfach nicht als Organ. Aus medizinischer Sicht allerdings wird sie als Organ gehandelt, beziehungsweise so bezeichnet. In Auspackvideo EMP Hose und Gürtelschnalle präsentierte Rainer seine Einkäufe von EMP. Nachdem er die Produkte ausgepackt hatte, scheiterte er jedoch am Anziehen der Hose. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich zeige euch jetzt gleich noch, wie die Hose aussieht, wenn ich es anhab, und dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich. So, die Hosen sind jetzt dummerweise zu klein. Ich habe nicht die geringste Ahnung warum. Weil 7 Mal passt mir auf jeden Fall. Ist mir sogar normalerweise zu groß, weil ich habe auch andere Hosen da. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es am Stoff, ich habe keine Ahnung. Im Stream machte Rainer die Hater dafür verantwortlich, dass es ihm an Kreativität mangelte und beteuerte, dass 7XL-Hosen groß genug für ihn seien. Wolltest du nicht deine Streams verbessern? Klugscheißer, bitte die Klappe halten. Ja, und ich arbeite auch dran. Aber durch den ganzen Hate und den ganzen Kasper-Gedöns in den letzten Jahren ist mein Kopf fast leer mit Ideen für Videos oder Streams oder so. Hast du dir nun eine Hose in 8xL bestellt? Ich bestelle keine Hose in 8xL. 7 Mal passt mir, das war nur der blöde Schnitt von der Hose. Ich bestelle mir die andere Hose, sobald das alles geklärt ist, und dann passt es. Sitzdarm macht wieder nichts in diesem 8xL. In seinem 8xL. Ich sitze in einer 6xL, was eine Stretchhose ist. Und zweitens, ich sitze nicht da und mache nichts, sondern ich ertrage Idioten wie dich. Dann ließ sich Rainer mal wieder vom Chat provozieren. Komm 18 Uhr ins... Dann kommst ein paar auf die Lichter. Junge, an dem Tag, an dem jemand wie du mich besiegt, Alter, geht die Hölle zugrunde. 5 Jahre lang labert ihr mich mit so einem Kindergarten zu. 5 Jahre lang wollt ihr mich besiegen. Und ich stehe immer noch da. Ist euch noch nicht aufgefallen, dass die anderen alle untergegangen sind?
Immer die Fresse aufreißen, Alter, ohne Scheiß. So eine Fresse, ja, aber solche Eier. Du stehst nicht, sitzt auf dem Sofa. Weißt du, ich habe immer gedacht, der Verstand der Hater ist unterirdisch, aber du schlägst sogar das noch. Ohne Scheiß. Sag mal, ist dir nicht in den Kopf gekommen, dass ich sowas nicht nötig habe? Wenn du jemanden auf die Fresse hauen willst, was ist denn das für eine abartige, kranke Vorstellung von Idiotie? Alter, ohne Scheiß, komm mal im realen Leben an. Du kannst dich einfach mit irgendjemandem prügeln. Sag mal, wenn du die Fäuste sprechen lässt, ja, dann hast du einfach nur da was, vielleicht auch hier was, aber das hier, und das ist das Wichtigste von den 3 Sachen, hast du gar nichts. Also, komm doch mal im Real Life an, Alter. Ich hab's euch vor 4 Jahren gesagt, ich hab's euch 5 Jahren gesagt, ich sag's euch vor 3 Jahren und auch letztes Jahr. Ich werde der Letzte sein, der steht. Oder ich bin tot. Diese 2 Optionen gibt es, keine andere. Kein einziger von euch kann mir absprechen, dass ich schwach bin. Und kein einziger von euch kann mir absprechen, dass ich noch da bin. Akzeptiert, dass ich derjenige bin, der euch alle überleben werden kann. Am 12. Januar versuchten Hater im Chat, Rainer zum Kampf herauszufordern, worauf er jedoch nicht einging. Da ihm der Chat vorwarf, nicht ohne Zuhilfenahme der Hände vom Sofa aufstehen zu können, versuchte Rainer das Gegenteil zu beweisen. Ach, und was vorhin gefragt wurde... Ach, das Sofa ist immer so tief. Ach, wartet. Das Sofa ist immer so scheiße tief. Hier. Zum Thema, ich kann ohne Hände aufstehen. Das Sofa ist nur immer so scheiße tief, dass ich mich mit Händen einfach leichter tue. Am 13. Januar hatte Rainer beim Twitch-Stream technische Schwierigkeiten, reagierte jedoch genervt, als ihn die Zuseher darauf hinwiesen. Weißt du, dich stört doch das Ruckeln. Also schau halt einfach nicht zu, anstatt die ganze Zeit hier rumzumeckern. Und an meine Mods, wenn er jetzt hier weiter rummosert die ganze Zeit und nicht begreift, dass er hier nicht zuschauen muss, dann tut mir den Gefallen und schmeißt ihn erstmal ein bisschen raus für eine gewisse Zeit. Dass er vielleicht mal seinen Kopf frei kriegt. Am 14. Januar erschien das Video Marvel Vlog mit Drache, in dem Rainer erzählt, sich im Marvel-Universum gut auszukennen. Die Resonanz war jedoch durchgehend negativ. Im Juna-Stream ließ sich Rainer wieder provozieren. Und ja, ich erwähne dich. Ich erwähne dich so lange, bis du kapierst, dass derjenige, der dich erwähnt, immer noch geiler ist als derjenige, der hier irgendwie erwähnt wird. Weil letzten Endes ist es scheißegal, ob ich dich erwähne oder nicht. Das gilt für alle Hater da draußen. Es ist scheißegal, ob ich euch erwähne oder nicht, denn ich bin der Geilere von uns beiden, von den Hatern und mir. Bin ich trotzdem der Typ, den alle anschauen. Ich bin der Typ, den hier alle zugucken, egal ob Hate oder nicht. Am 17. Januar adressierte Rainer die Anschuldigungen, er würde den ganzen Tag nur herumsitzen. Immer nur sitzen, doof gucken und kassieren, richtig arm. Hey, wenn du das kannst, machst du das genauso. Hör doch auf immer zu heucheln, Alter, ohne Scheiß. Wenn du mit Fett sein und rumsitzen und dumm gucken, was du 24/7 machst, Kohle verdienen könntest, dann würdest du es doch auch machen. Erzähl doch keine Scheiße, ganz ehrlich. Auf Twitter reagierte Rainer darauf, dass ihm unterstellt wurde, sich mit Metal nicht auszukennen. Am 18. Januar streamte Rainer frühmorgens, nachdem er die Nacht durchgemacht hatte, und war dementsprechend leicht reizbar. Du bist arrogant. Leck mich, du Loser. Ich habe mir meine Arroganz verdient. 12 Jahre habe ich Hate in der Schule ertragen, das waren eigentlich nur 10. Und 5 Jahre, es sind eigentlich nur 4, habe ich dich ertragen und andere wie dich. Also, kommst du zu mich, gib doch Fresse. Ich drohe dir Schläge an? Ernsthaft? Hast du nicht vielleicht das Gefühl, dass es vielleicht an dir liegen könnte, wenn du mich seit Jahren, oder seit Monaten, besser gesagt, beleidigst? Bring dich endlich um, weißt du was? Halt dich an deinen eigenen Rat und halt die Fresse. Dankeschön. Nur weil dich im Leben keiner will, heißt es nicht, dass es bei mir anders ist.
habe ich mich selber geohnt. Scheiße. Weißt du was? Nein, Junge, ich schau nicht aus dem Fenster. Ich habe hier nämlich extra eine Überwachungskamera. Du Vollidiot. Ohne Scheiß. Schau nur aus dem Fenster. Brauche ich gar nicht. Ich habe eine Überwachungskamera. Wenn du wirklich vor meiner Tür stehen würdest, hättest du schon die Fresse eingeschlagen gekriegt. Meine Fresse. Werd mal erwachsen, komm mal im Leben an. Einen 15-Jährigen, der hier nur Scheiße labert, brauchen wir nicht. Dafür habe ich nämlich schon genug andere Hater. Du Noob. Auch äußerte er sich zu seinen Stromschulden, wobei er jegliche Schuld von sich wies, und zu der Attacke, bei der er einen Zahn verloren hatte. 15.000 Stromschulden. 4 Jahre lang kein Strom gezahlt oder 3 Jahre lang kein Strom gezahlt. Das ist ein Fehler im System von Energy gewesen, nicht von mir. Da kann ich nichts dafür. Ich muss dafür büßen. Gut, es ist trotzdem nur ein Punkt für die Hater. Du kannst dir nicht mal eine Zahnkrone leisten. Ich habe keine Zahnkrone, weil ich keine will. Denn das hier erinnert mich die ganze Zeit daran, dass es solche Arschlöcher wie dich überhaupt gibt und warum ich meine Videos und Streams überhaupt noch mache. Am 19. Januar beteuerte Rainer in dem Video Marvel-Video Ja oder Nein erneut, sich mit Marvel gut auszukennen und kündigte eine Umfrage an. In dieser wurde ihm von den Zusehern recht eindeutig mitgeteilt, dass kein Bedarf für solch ein Video bestand. Vom 20. Januar existiert ein etwa 5,5 Stunden langer Teamspeak-Leak. Dieser besteht unter anderem aus einer Konversation zwischen Rainer und dem Regenbogenschaf, wobei Rainer teilweise nebenbei Videospiele spielte. Ich glaube, die haben mein Grundstück abgerissen. Boah, das ist ja fast wie im Real Life. Krass. Aber wie ist es? Ohne Spaß, was ich letztens erst mitbekommen habe. Könnte man meinen, ich habe einen VIP-Status, aber keinen YouTuber-Rang. Hä? Du kannst nicht einfach jemanden als Lügner bezeichnen, egal wie oft er lügt. Es ist unhöflich und es ist absolut ein No-Go. Aber warte mal, und was ich bin vielleicht der Einzige, der Anstand hat von uns beiden. Der Einzige, der Anstand hat. Ja, aber also ich muss sagen, ich bin echt überrascht, wie locker man mit dir reden kann, Drache. Also du hast dich ja schon weiterentwickelt dann. Weiterentwickelt habe ich mich nicht. Ich bin immer noch der gleiche. Ich Ach so. zeige nur eine andere Seite von mir. Das ist ein Unterschied. Na gut, die kannte ich bisher echt noch nicht von dir. Ist echt entspannt so. Kann man mal mit dir auch locker reden. Keiner von euch kennt mich wirklich, wie ich bin. Dem Regenbogenschaf gelang es auch, Rainer Informationen zu seinem Scheunendach und seinem Buch zu entlocken. Dann irgendwie auch gehört, dass der Sturm letztens, es gab doch jetzt in Deutschland Ja, Sturm das- vor kurzem, der dass Quatsch dein Dach mit dem abgedeckt Dach, ne? werden Genau. muss, ne, von der Scheune. Ach, das ist Bullshit. Und irgendwie irgendjemand hat mir geschrieben, also Mein Scheunendach ist wahrscheinlich robuster als die Hausdächer der meisten Hater. Ja. Also, das habe ich mit meinem Vater vor ein paar Jahren, also als mein Vater noch am Leben war, ein paar Jahre vorher, bevor er gestorben ist, haben wir das, ja, danach geht ja auch nicht. Also. wir haben das nach und nach damals gebaut, also ersetzt gehabt halt. Und ja, also Quatsch, was da erzählt wird. Das ist einfach nur Blödsinn. Das ist in meinem Buch nicht so, wie es veröffentlicht wurde, ja. Genau. Aber ein paar Sachen sind ja schon ziemlich fertig und da hast du ja auch welche früher mal veröffentlicht. Irgendwas davon kam mir auch bekannt vor. Also an sich ist ja schon dein Buch. Ne? Ja, die Fassung ist halt, das ist die Rohfassung. Das ist Also- so nie fertig gewesen. Das ist auch nie fertig geworden bisher. Machst du das noch Das hab fertig irgendwann? Das Buch habe ich vor 2 Jahren geschrieben. Bevor ich mit YouTube bekannter war, hatte ich mal eine Zeit lang kein Internet, weil ich meinen Anbieter gewechselt habe. Da war ich so 2-3 Monate ohne Internet. Da ein Hater Kopien seines Buches verkaufte, kündigte Rainer mal wieder rechtliche Schritte an. Auch dem Schaf gegenüber beteuerte Rainer, eine Freundin zu haben. Schließlich aber platzte dem Regenbogenschaf kurz der Kragen. Rainer, ganz ehrlich, du bist im Kopf hängen geblieben, Alter. Was du mir für Scheiße erzählst, ist ja unfassbar. Ich halt's Warum ja nicht mehr beleidigst aus. du mich denn jetzt? Ich habe dir Also, nichts getan, Alter. Erzählst Gar du nichts. Lügen ohne Ende, Rainer. Ich weiß es nicht. Ich erzähle dir überhaupt keine Lügen. Alles, Du was hast ich nicht mal dir einen sage, ist Schulabschluss. Tatsache. Ich habe einen Schulabschluss. Ich habe Wo einen du hängen normalen geblieben bist Schulabschluss. in deinem Kopf. Auf dem Level von einem 14-Jährigen. Ich finde es so interessant, ey, dass du mir hier gerade ganz genau das beweist. Rainer schimpfen, sorry, tut mir leid. Ich finde es Schlaf geil, weiter. dass du mir das beweist. Ganz ehrlich. Was denn?
Dass du absolut keinerlei Respekt hast. Nee, es war echt. Und dass du absolut. Oh, ey, wie du mich hier anlügst. Ich lüge fass es überhaupt nicht. Das ist das Geile. Ey. Das ist das, was du in deinem Kopf vielleicht denkst. Ich lüge dich nicht an. Ey. Und ich beleidige dich auch nicht. Warum beleidigst du mich? Nee, Warum? sorry, das tut mir jetzt rausgerutscht, hey, sorry. Auch machte Rainer seine Mutter für seinen Unterbiss verantwortlich, da sie nie veranlasst hatte, ihn als Kind deswegen in Behandlung zu schicken. Dann behauptete er, als er über den Axtwurf befragt wurde, dass er im Messerwerfen geübt sei und früher einen Waffenschein gehabt hatte. Also ich habe meine Ziele früher so gut getroffen, dass ich eigentlich Meisterschaften hätte machen können, wenn ich gewollt hätte. Hatte ich aber keinen Bock drauf. Als sich die beiden eigentlich schon verabschieden wollten, entbrannte erneut ein Wortgefecht. Dabei enthüllte Rainer, sich einmal während einer berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme geprügelt zu haben. Vielleicht können wir mal einen Messerwurf-Wettkampf machen oder sowas. Das wäre geil. Also, Wie ich dir schon sagte, ich mach das nicht mehr. ich meine, du hast doch noch nie gemacht. Von dem her kein Unterschied dabei, oder? Ja. Wenn mal ein Messer an deinem Ohr vorbeizischt und dir die Haarsträhnen abschneidet, wirst du das schon merken. Ja, aber hoffentlich gut gezielt und nicht unabsichtlich, oder? So gut gezielt, dass ich dir lediglich einen kleinen Schlitz im Ohr verpasse. Okay. Dank. Ja gut, dann hau rein und euch zwei noch einen schönen Abend. 2? Wir sind 5. Nee, ich Mit meine dir. dich und deine Freundin natürlich. Aha. Mein Freund Ja. ist gar nicht da, aber. Ach so. Ja. Weiß Schichten. Na gut. Rein, Rainer. Bis dann. Weißt du, könntest wenigstens einmal in deinem Leben Respekt für andere Menschen zeigen. Vor dir, oder was? Von, Rainer, du generell. lügst mich doch einfach am laufenden Band an. Ich bin einmal nach Hause geschickt worden in der berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme, weil ich mich mit jemandem geprügelt habe. Ja. Ja, das war schon. Aber deswegen bin ich nicht rausgeflogen. Ohne Spaß, ich pack's echt nicht. Dann Ich hab gedacht, dann du hast verstehe dich ich geändert, nicht. aber du bist immer noch Dann der gleiche versteh- arrogante Lügner Ich wie bin arrogant? letztes Jahr. Ich bin arrogant. Ja, Was natürlich. machst du denn seit über einer Stunde? Meisterschaft im Messerwurf. Was machst du denn Alter, seit Rainer, über einer du hast vielleicht Stunde? mal ein Messer fallen lassen, aber doch kein Wie Messer gesagt, geworfen. beweis mir das Gegenteil. Also, ich bitte dich, Kampfsport 6 Jahre. Weißt du, was ich richtig geil finde und was ich gerade feiere? Ja, was denn? Dass du getriggert wirst durch mich. Ja, nee, getriggert bin ich noch nicht. Sag mir also- so, wie lange du versuchst, mich zu triggern. Nee, also wann Und hättest du wieder bis du Zeit bis du wärst wieder... begreifst, dass das keinen Sinn hat und ich mir eigentlich mehr Spaß draus mache. Und dass ich hinterher wahrscheinlich besser dastehe als vor dem Stream. Und du wirst es erst hinterher merken. Nein. Am 22. Januar erstellte Rainer den Kanal Phoenixdrache. Auch lud er an diesem Tag das Video Vlog eines Idioten hoch, in dem er hauptsächlich überdreht wirkt und Grimassen schneidet. In Video über die Polizei in Bayern beschwerte sich Rainer über die Polizeiinspektion Neustadt an der Aisch und insbesondere über einen Polizisten, den er Herr Müller nennt. Diesem wirft er unter anderem vor, er hätte es nicht zugelassen, Anzeigen gegen Hater zu erstatten, und erhebt auch noch andere Anschuldigungen. Ende letzten Jahres hat mir Herr Müller sogar angedroht, dass er versucht, mich in eine psychiatrische Anstalt oder in eine psychiatrische Klinik zu verfrachten. Er hat es zwar ein kleines bisschen freundlich ausgedrückt, doch leider habe ich den genauen Wortlaut nicht mehr im Kopf. Aus meiner Sicht macht er seinen Job nicht und hilft auch Menschen, die darum bitten, nicht. Und mal ehrlich, ich dachte, das ist die Aufgabe eines Polizisten. Deswegen würde ich zumindest Polizist werden. Generell ging Rainer davon aus, die Polizei wäre mitverantwortlich für den Hate gegen ihn, da sie nicht ausreichend gegen Hater vorgegangen war. Zu dieser Zeit war die Anzahl der Besuche bei Rainer zwar zurückgegangen, allerdings wohl eher bedingt durch die Jahreszeit und nicht dadurch, dass Rainer den Hatern weniger Angriffsfläche bot. Nun, da er wieder mehr Videos hochlud, war klar, dass es im nächsten Sommer zu weiteren Eskalationen kommen würde.